Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I need these beautiful things that I've got. Da, wo das Blau am blauesten ist, sind die Ionischen Inseln. Sie erstrecken sich vor der Westküste Griechenlands, von Albanien im Norden bis hin zur Halbinsel Peloponnes im Süden. Lefkada, Kefalonia, Ithaka und Zakynthos, das sind die Inseln, die wir bereisen. Vom Flughafen Preveza auf dem griechischen Festland dauert es noch nicht mal eine halbe Stunde, um auf die ionische Insel Lefkada zu kommen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht und es sich irgendwie auch nicht so anfühlt. Lefkada ist tatsächlich eine echte Insel, denn die Brücke ist keine echte Brücke. In der Hauptsaison macht sie sich fast stündlich ganz schlank und lässt den Schiffsverkehr passieren. Spiros ist Schiffsingenieur und seit 17 Jahren Chef auf der Brücke. Langweilig wird's ihm hier nie. Es ist jeden Tag interessant. So viele Menschen kommen hier vorbei. Sie winken alle und sind freundlich. Spiros ist derjenige, der den Schlüssel für die Insel hat. Tausende Segler und Autofahrer kommen täglich nach Lefkada. So ein einfacher Inselzugang ist Fluch und Segen zugleich. Der Tourismus boomt, vielleicht ein bisschen zu sehr. Jeder will die Highlights der Insel besuchen und davon gibt's viele. Die hier sind ein Muss. Wer bei Griechenland an weiße Häuser mit blauen Dächern denkt, wundert sich auf den Ionischen Inseln wahrscheinlich ziemlich. Architektonisch könnte der Unterschied zum Beispiel zu den Kykladen nicht größer sein. Der italienische Einfluss ist hier überall zu erkennen. Die Ionischen Inseln standen nämlich über mehrere Jahrhunderte unter venezianischer Herrschaft. Aber es ist auch die geografische Lage, die zu einer anderen Bauweise geführt hat. Das Klima ist mild, aber auch feucht. Im Winter sorgen die starken Regenfälle für viel Grün auf der Insel. Und die Ionischen Inseln gehören zu den erdbebengefährdetsten Regionen im Mittelmeer. 1953 zerstörte ein starkes Erdbeben fast alle Gebäude. Eines der meist fotografierten Häuser Lefkadas ist das Elternhaus von Michali. Er hat hier vor ein paar Jahren die Bar Romeo und Julie, benannt nach seinen Doggen, eröffnet. Nach ein paar Jahren Athen wollte er zurück auf seine Insel. Die Häuser auf Lefkada sind nach der großen Katastrophe erdbebensicher wieder aufgebaut. Michali fühlt sich hier sicher. Wir sind hier auf Lefkada geboren mit Erdbeben. Wir leben damit. Es macht uns keine Angst. Für uns ist es etwas ganz Normales. Aber ich verstehe natürlich, wenn jemand davor Angst hat. Jemand, der noch nie ein Erdbeben gespürt hat, wird wahrscheinlich ganz schön nervös, wenn die Erde wackelt. Die Häuser wurden nach dem Beben 1953 mit leichtem und flexiblem Wellblech aus Deutschland verkleidet. Das hat sich bewährt. Es schützt die Häuser außerdem bei den starken Regenfällen. Und es ist auch sowas wie ein Markenzeichen der Insel geworden, erzählt uns Michali. Ein weiteres Markenzeichen der Insel ist der riesige Hafen von Lefkada. Durch den Kanal und die perfekte Lage ist die Insel zum Segel-Hotspot geworden. Lefkada ist der Ausgangspunkt für Segelturns im Ionischen Meer.
Hunderte Yachten liegen hier und warten auf Segelfans. Norman aus Augsburg bietet Turns zum Mitsegeln an. Er chartert als Skipper eine Yacht und vermietet sozusagen seine Kojen. Man kann aktiv mitsegeln, wie Normans Freundin Biene, oder sich auch passiv einfach nur segeln lassen und das ganz bequem und fast schon luxuriös. Man hat schon Annehmlichkeiten, also das Boot hat zum Beispiel Klimaanlage. Es hat eine Seewasserentsalzungsanlage, da kann man sogar Meerwasser in Trinkwasser umwandeln, sodass man immer Duschwasser hat und zur Not könnte man es auch trinken. Es ist alles da. Es ist Luxuscamping, aber man ist auf dem Wasser und es ist individuell. Wir können jederzeit entscheiden, wo wir hinfahren möchten. Wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Wenn wir einfach keine Lust mehr haben, gucken wir weiter. Norman und Biene nehmen uns mit Richtung Süden. Das Hafenmanöver an sich ist immer ein bisschen Aufregung, weil es liegen dicke Boote hier, die viel Geld kosten. Und wenn man da einen Schaden verursacht, dann wird man nicht glücklich. Aber es gehört dazu, ein bisschen Adrenalin. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen, hier ist viel Verkehr. Das ist ja der Kanal zur Brücke. Und die ganzen Boote, die hier warten, die wollen nämlich alle durch die Brücke durch, dass wir ein Plätzchen finden, wo wir vorbeikommen. Motor aus, die Segel werden gesetzt, auch das lauste Lüftchen wird genutzt. Gerade in Revieren wie dem Ionischen Meer, das für moderate Winde bekannt ist, spielen die Segler oft mit schwachen Brisen, um voranzukommen. Es ist ein tolles Gefühl, so dahin zu gleiten. Nix wackelt, nix schwankt. Der Katamaran von Norman ist ein wahres Entspannungsgefährt. Skorpios, die Onassis-Insel. Er ist da begraben. Seine Enkelin hat das Eiland an eine Russin verpachtet und die baut darauf ein Luxus-Retreat, heißt es. Zutritt verboten und selbst das Segeln um die Insel wird ganz genau beobachtet. Vor Sonnenuntergang will Norman ankern und das ist ähnlich schwer wie beim Suchen eines guten Platzes mit dem Campingmobil. Man möchte Abstand und eine gute Sicht. Mit dem Boot braucht man aber auch noch einen Baum für die Landleine, denn einfach so den Anker werfen ist nicht. Die Nachbarjacht hat sie schon eingerichtet und ist voll equipt, sogar mit Rattensperre. Unsere ist Marke Eigenbau. Glaubt man vielleicht nicht, wie Ratten auf Segelschiffe kommen, weil man will es ja sauber halten, aber so eine Landleine ist prädestiniert dafür, da laufen die einfach drüber. Angeblich würde die Ratte bei unserer Amateursperre abrutschen, sagt Norman. Hoffentlich. Die Nacht auf einem Segelboot ist schon was Besonderes. Der Morgen noch viel toller. Frühstück auf dem Meer. Segeln ist schon alleine deswegen ein Erlebnis. Wir lassen uns von den beiden nach Nidri an die Ostküste Lefkadas bringen. Biene und Norman werden per Boot die Ionischen Inseln bereisen. Für uns geht's weiter mit dem Auto zur spektakulären Westküste Lefkadas. Einen weiten Weg hat dieser 50 Jahre alte Bus hinter sich. Hier jetzt zu sitzen, das gibt einem das Gefühl von absoluter Freiheit. Man blickt nämlich da jetzt über das Wasser, als würde man schweben. So ein bisschen wie in Titanic, wo Jack Dawson sagt, ich bin der König der Welt. So fühlt sich's gerade an. Und ist toll. Okay? Mhm. Stimme zu. Das ist was Besonderes. Freiheit. Dieses unfassbare Blau des Meeres. Naima, Isi und Frederik sind genau deswegen bis aus Saarbrücken hierher gefahren mit ihrem umgebauten Lieferwagen. Vor 46 Jahren haben das meine Eltern gekauft und ausgebaut als Campermobil und sind vom Nordkap bis hier nach Griechenland alles abgefahren in Europa. Und dann kam mein Bruder zur Welt und das Auto stand erstmal in der Garage und nach dem Abi haben wir es nochmal rausgeholt. Und seitdem sind wir auch schon kilometermäßig einmal um die Welt gefahren und haben Europa angeguckt, Portugal und Griechenland und überall, wo man so hinkommt. Und jedes Jahr sagen immer alle, irgendwann ist Schluss, weil das Auto älter und älter wird und immer mehr Wehwehchen hat. Aber wir können uns nicht trennen. Das ist unser Zuhause auf Rädern.
Und jedes Jahr geht es neu auf Tour. Unsere Tour geht jetzt zum Igremni Beach. Für manchen könnte das auch eine Tortur sein. Das blaue Meer zieht einen magisch an. Da will man rein, auch wenn es wirklich beschwerlich ist, an den Strand zu kommen. Knapp 2 Kilometer Fußweg und dann noch mal 400 steile Treppen, bis man dann endlich unten ist. Im Igremni Café kurz vor der Treppe sollte man sich noch mal unbedingt was zu trinken bestellen und den wirklich großartigen Ausblick genießen. Angelos, der Chef des Cafés, freut sich über jeden Besucher, der kommt. Sein Lokal war lange Zeit geschlossen. Im November 2015 gab es hier ein starkes Erdbeben. Es war der 17. November, das Datum werde ich nie vergessen. Wir hatten viele Schäden auf der Straße und auf der Treppe. Der Strand und auch mein Restaurant hier waren 4 Jahre lang gesperrt. Als dann alles wieder aufgebaut war, kamen noch mehr Menschen als vor dem Erdbeben. Sie wollten endlich wieder den Strand besuchen. Es ist ja wirklich ein sehr besonderer Strand. Er ist immerhin einer der 10 schönsten Strände der Welt. Aus der ganzen Welt kommen Menschen hierher, um diesen fantastischen Strand mit eigenen Augen zu sehen. Die 2 Kilometer lange Bucht ist naturbelassen. Es gibt keine Liegen und auch keinen Sonnenschirmverleih. Das nächste Strandhighlight gibt's gleich in der nächsten Bucht, Porto Katsiki. Da kann man, wenn man früh unterwegs ist, sogar einen Parkplatz in Strandnähe bekommen. Und wo kann man so einen perfekten Badetag noch toppen? Hier, im Restaurant Rahi in Examphia. Der Panoramablick auf 600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel ist atemberaubend und das Essen auch. Ohne Reservierung geht hier allerdings nichts. Das Rahi ist selbst in der Nebensaison fast immer ausgebucht. Die Speisekarte konzentriert sich auf die traditionelle Küche der Ionischen Inseln mit modernen Akzenten. Lokale Zutaten, Gemüse aus eigenem Anbau und viel Liebe bei der Zubereitung. Immer auf der Karte das Traditionsgericht der Ionischen Inseln. Bianco heißt es. Eine Soße aus Olivenöl, Zitrone und Knoblauch, dazu Kartoffeln und ein weißer Fisch, zum Beispiel Seebarsch. Im Rahi ist der knusprig paniert. Unsere Philosophie ist es, jedem Gast zu danken, der hierher kommt. Jeder, der hier im Restaurant war, soll mit einem Lächeln und einem guten Gefühl im Bauch gehen. Unsere Gäste sollen sich an dieses Erlebnis ihr Leben lang erinnern. Weiter geht's zum höchsten Berg Lefkadas, dem 1200 Meter hohen Elati. Strategisch günstig wurde hier im Kalten Krieg zu militärischen Kommunikations- und Überwachungszwecken eine NATO-Station errichtet. Heute ist die Anlage stillgelegt und verlassen. Für Lost Places-Fans ein echtes Paradies.
Auch für Imker ist dieser kalte und sehr windige Ort eine Top-Adresse. Marquez, der im Dorf direkt unterhalb der Parabolantennen aufgewachsen ist, hat sich diesen Ort ganz bewusst für seine Bienen ausgesucht. Ich habe meine Bienenvölker hier hochgebracht, weil dieser Ort die Fortpflanzung der Bienen fördert. Die Königin wird hier oben gestärkt. Auf dem Elati blüht im September Heidekraut, wenn viele andere Pflanzen auf der Insel bereits verblüht sind. Das gibt den Bienen eine längere Zeitspanne, um Nahrung zu sammeln, ihre Völker zu stärken und sich auf den Winter vorzubereiten. Das Heidekraut unterstützt die Gesundheit des Bienenvolkes und fördert die Eiablage der Königin, erklärt uns Imker Marquez. Auch wenn Lefkada vor allem vom Tourismus lebt, die Natur und deren Ressourcen sind den Bewohnern der Insel heilig. Neben Honig spielt auch Olivenöl eine große Rolle. Vangelis ist einer der wenigen Olivenbauern, der biologisch anbaut, also komplett auf chemische Mittel verzichtet. Das wird allerdings immer schwieriger, denn es gibt einen Schädling, der wirklich große Schäden anrichtet und der dafür verantwortlich ist, dass die Olivenernte immer geringer ausfällt. Diese Olive hier ist von der Olivenfruchtfliege befallen. Sie hat ihr Ei in der Olive abgelegt. Das Ei wird zur Larve und die Larve beginnt von innen heraus das Fruchtfleisch zu fressen. Dann wird die Larve zur Puppe. Sie kommt raus und fliegt zum nächstbesten Olivenbaum. Vangelis muss seine Bäume täglich überprüfen. Er hängt Fallen auf und hofft so, dass er die Fruchtfliegenplage in den Griff bekommt. Er vermutet aber, dass sich das Schädlingsproblem noch verschärft. Die Gründe: Klimawandel, intensive Landwirtschaft und resistente Populationen. Ein letztes Ziel bleibt uns noch auf Lefkada. Die Südspitze der Insel, das Kap Ducato mit seinem markanten Leuchtturm. Das Kap wird auch Sapphos Sprung genannt. Der Sage nach soll sich die berühmte griechische Dichterin hier aus Liebeskummer in den Tod gestürzt haben. Von Lefkada geht es für uns mit der Fähre weiter nach Kefalonia. Wer nach Kefalonia reist, sollte auf jeden Fall auch die Nachbarinsel Ithaka besuchen. Beide Inseln sind perfekte Reiseziele für Naturliebhaber und Geschichtsinteressierte. Das Hafenstädtchen Fiscardo auf Kefalonia ist so ein bisschen eine Mischung aus Kanada und Portofino in Italien. Fiscardo ist einer der wenigen Orte, der vom großen Erdbeben 1953 verschont blieb. Die venezianische Architektur ist erhalten. Und so hat man hier einen Eindruck davon, wie die Orte der Ionischen Inseln vor 1953 aussahen. Das malerische Dorf Assos, 20 Kilometer südlich von Fiscardo, ist ein beeindruckendes Beispiel für die Resilienz und den unerschütterlichen Geist seiner Einwohner. Assos wurde fast komplett zerstört, doch die Einwohner bauten das Dorf im traditionellen Stil wieder auf. Viele Bewohner des Ortes wanderten allerdings aus. Die leerstehenden Häuser hat sich die Natur zurückerobert. In Assos geboren und geblieben sind die Brüder Christos und Panayotis. Die beiden betreiben das Restaurant Platanos. Im Winter hat unser Dorf nur 20 ständige Einwohner. Allein in New York leben 200 Menschen, die ursprünglich aus Assos kommen.
So ist das auf den gesamten Ionischen Inseln. Sehr viele Menschen sind nach dem Erdbeben ins Ausland ausgewandert. Aber es kommen immer wieder auch welche zurück, aus Heimatverbundenheit. Vom Symbol der Widerstandsfähigkeit, der venezianischen Festung aus dem 16. Jahrhundert, die über Assos thront, hat man einen fantastischen Blick auf die schönsten Buchten Kefalonias. Myrtos ist sicherlich der bekannteste Strand der Insel, geradezu majestätisch und imposant. Aber es gibt auch die kleinen, unspektakulären Buchten, die ganz unaufgeregt, dafür aber umso entspannter sind. Phoki Beach im Nordosten der Insel ist so ein Strand. Olivenbäume spenden Schatten und das Meer ist fast spiegelglatt hier. Wer von Norden in den Süden Kefalonias fährt, taucht ins Grün der Insel ein. Die Natur hier hat auch einen Waliser begeistert, der eigentlich lieber Städte mag. Sie war seine Studentin und es war diese Liebe auf den ersten Blick. Seit 40 Jahren lebt Thornton mit seiner Frau Marianthi in ihrem Elternhaus auf Kefalonia. Thorntons zweite Liebe ist sein Biercafé. Wahrscheinlich nirgendwo sonst in Griechenland bekommt man so viele verschiedene Sorten. Als mein Schwiegervater starb, habe ich das Café übernommen. Es gab nur 2 gängige griechische Marken und ich entschied, wir sollten doch ein paar mehr Biersorten anbieten. Erst hatte ich 30 verschiedene Sorten, dann 50, 100, naja, und dann eben über die Jahre immer mehr. Mir ist aufgefallen, dass junge Leute ein breites Bierangebot mögen. Vor allem, wenn die Flaschen schöne, bunte Etiketten haben. Fast 300 Biersorten aus aller Welt bietet Thornton in seinem Café Platanos in Lodata an. Er liebt es, sich mit seinen Gästen zu unterhalten, nicht nur über Bier. Es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Platz auf Kefalonia für ein kühles Bier, ganz egal, aus welchem Land dieser Erde. Auf Kefalonia gibt es ein Dorf, was man unbedingt besuchen sollte, um sich ein Bild zu machen von den verheerenden Auswirkungen des Erdbebens. Palia Flachata, ganz in der Nähe der Hafenstadt Sami. Hier lebten fast 1000 Menschen. Es gab Schulen, Kirchen, Geschäfte. Ein lebendiger Ort. Das verlassene Dorf steht heute als stilles Denkmal für die Zerstörung, die das Leben auf der Insel grundlegend verändert hat. Und noch ein mystischer und magischer Ort auf Kefalonia, der Melisani-See. Vor ungefähr 20.000 Jahren ist die Melisani-Höhle eingestürzt. Dadurch entstand dieses große Loch in der Decke, das das Sonnenlicht hereinlässt und das Wasser in spektakulären Blau- und Grüntönen leuchten lässt. Der See ist etwa 30 Meter tief, halb Süß-, halb Salzwasser. Im Westen der Insel dringt Meerwasser durch Gesteinsöffnungen in den Boden ein. Das Wasser fließt unterirdisch quer durch die Insel, wird dabei teilweise entsalzen und tritt 14 Tage später in der Melisani-Höhle wieder an die Oberfläche. Die Höhle des Gottes Pan und seinen Nymphen ist ein echter Touristen-Hotspot, selbst in der Nebensaison. Das hier ist dafür ein absoluter Geheimtipp und unbedingt empfehlenswert. Im Fatto a Mano wird tatsächlich alles handgemacht. Ein kleiner Familienbetrieb in Sami. Erasmia ist die Königin der traditionellen kefalonischen Pasteten, der Spezialität der Insel.
Mit ihrer Schwester Maria macht sie pro Tag Dutzende dieser köstlichen und sehr sättigenden Pies. Unsere Großmutter hat uns das beigebracht und wir machen es heute noch genau nach ihrem Rezept. Wir haben auf Kefalonia Berge und Meer und so haben wir auch verschiedene Pies. Also wir machen Fleisch- und Fischpasteten. Die Hauptzutaten sind Fleisch oder Fisch, Reis, viel Majoran und ganz viel Olivenöl. Und ganz wichtig, viel Liebe. Wer nach Sami kommt, sollte sich das hier wirklich nicht entgehen lassen. Die Pasteten von Erasmia und ihrer herzlichen Küchencrew. Für Ithaka, die Nachbarinsel von Kefalonia, sollte man sich ein paar Tage Zeit nehmen. Für uns wird es wetterbedingt leider nur ein Tagesausflug. Die Fähren sollen noch am Abend ihren Betrieb einstellen. Ithaka hat ein perfektes Taxinetz. Unser Taxifahrer ist der wahrscheinlich coolste der gesamten Ionischen Inseln. Mein Auto ist mein Job. Ich habe es nagelneu 2008 gekauft. Mittlerweile bin ich damit 805.000 Kilometer nur auf Ithaka gefahren. Ja, es ist eine kleine Insel, aber im Sommer ist hier sehr viel los. Ich bin dann die ganze Zeit auf Tour. Von Mai bis Oktober fahre ich täglich so um die 400, 500 Kilometer pro Tag. Also wenn man das zusammenrechnet, kommt man ganz schnell auf so viele Kilometer. Taxifahrer Roteis ist auf Ithaka geboren und er würde nie auf die Idee kommen, hier wegzugehen. Kein Wunder, hier ist es wunderschön und so entspannt. Und Ithaka ist ja auch die Insel des Odysseus. Also ziemlich wahrscheinlich. Nach seiner Odyssee kam er hier ja wieder an. Da ist sich Roteis ganz sicher. Für die Touristen ist es ja nicht ganz leicht, hier nach Ithaka zu kommen. Ist schon eine ganz schön lange Reise. Aber dann kommen sie hier an und sie fühlen sich sofort wohl. Wenn ich die Urlauber dann vom Fähranleger abhole, sehen sie erstmal nur die Berge und die Straße. Aber dann sehen sie diese wunderbare Hauptstadt Vathi. Es ist dieses Gefühl, es ist diese Geschichte hier, die Odyssee. Wir lieben unsere Insel, deshalb bleiben wir hier. Einer von Roteis Lieblingsorten auf seiner Insel ist Kioni. Ein Mini-Ort und sicher einer der malerischsten und charmantesten Dörfer auf Ithaka. Ohne Maria im Café Margarita zu besuchen, sollte man Ithaka nicht verlassen, sagt Taxifahrer Roteis. Im Dorf Stavros macht Maria die besten Rouvani auf der Insel. Seit 1960 wird hier täglich gebacken. Die traditionelle Süßspeise Ithakas aus Reis, Öl und Honig spielt auf jeder Hochzeit eine große Rolle. Der Reis steht dafür, dass das Paar Wurzeln schlägt. Der Honig, damit ihr Leben süß ist. Und das Öl, damit ihr Leben friedlich ist. Das sind die symbolischen Zutaten von unserem Rouvani. Ithaka, Kefalonia, Lefkada. Beeindruckende Inseln mit so vielen Highlights. Ob unser letztes Reiseziel Zakynthos das noch toppen kann? Weltberühmt der Navajo-Strand oder die Mesitris-Felsen. Aber es gibt noch viel mehr als nur Fotospots auf Zakynthos. Es ist der meist fotografierte Strand Griechenlands
Und einer der Top 5 Instagram-Strände der Welt. Der Navajo-Strand zieht Hunderttausende Menschen jährlich in seinen Bann. Seit 2023 ist der Zutritt wegen Erdrutschgefahr verboten. Das Wrack, ein Frachtschiff, das 1980 vor dem Strand auf Grund lief, fällt immer mehr auseinander und es wird überlegt, ob man es irgendwie konservieren kann, denn es ist die Hauptattraktion von Zakynthos. Auf Zakynthos prallen Tourismus und Naturschutz in einem ständigen Spannungsfeld aufeinander. Ada Flahouziko ist seit Jahrzehnten in Sachen Naturschutz auf der Insel unterwegs. Ada ist Biologin und sie hat die auf Zakynthos lebenden seltenen Mönchsrobben erforscht, die sich hier in den Höhlen der Inseln zurückziehen, um ihre Jungen zu bekommen. Die Mittelmeermönchsrobbe ist eine der am stärksten gefährdeten Meeressäugerarten weltweit. Hier auf Zakynthos gibt es noch eine kleine Population von Robben. Das ist die Population des Ionischen Meeres. Und die schwimmen auch zwischen Kefalonia und alle die Inseln, nach oben und nach unten und gegenüber zum Peloponnes. Aber hier in Zakynthos sind die wichtigsten Höhlen, wo sie ihre Babys bekommen. Leider werden sie sehr gestört von dem Massentourismus, der unerbarmlich ist. Das eine Boot nach dem anderen geht in ihren Schlafzimmer rein, geht in der Kammer, wo sie ihr Baby bekommen wird, was nicht schwimmen kann. Die ersten Wochen seines Lebens ist es auf seine Mutter angewiesen, dass es Milch bekommt von ihr und wird dann seine Mutter brauchen, um zu lernen, wie es im Meer umgeht, wo es fischen kann, auf welche die Gefahren sind oder nicht. Zakynthos ist ein ökologisch sensibles Gebiet, das unter dem Massentourismus leidet, trotz des 1999 gegründeten Meeresnationalpark, der immerhin 135 Quadratkilometer umfasst. Neben der Mönchsrobbe ist auch die Meeresschildkröte Caretta caretta betroffen. Turtle-Spotting-Touren auf Zakynthos sind für die Anbieter lukrativ. Für die Schildkröten bedeuten sie großen Stress und nicht selten Verletzungen oder sogar den Tod. Jeder Tourist auf der Insel will eine Schildkröte sehen. Und so werden die Schildkröten dann gejagt. Mit Booten, die sie umschlingen mit offenen Propellers. Es ist für die Schildkröte ein Albtraum. Diese Schildkröte hat einen anderen Albtraum erlebt. Sie war in meterlange Angelschnüre eingewickelt und dadurch nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Das war vor 30 Jahren. Sie ist mittlerweile zwischen 60 und 80 Jahre alt und kommt jedes Jahr zurück ins Hafenbecken von Aiosostis. Fischer Spiros hat sie damals auf dem Meer gefunden, ihr alle Leinen und Haken entfernt und sie gefüttert. Daraus ist eine lebenslange Freundschaft entstanden. Sie kommt jedes Jahr von Mai bis Oktober. Dieses Jahr ist sie am 20. Mai gekommen und hat unter meinem Boot auf mich gewartet. Natürlich auch, um gefüttert zu werden. Das passiert jetzt schon seit 30 Jahren. Und ich denke jedes Mal, geht es ihr gut? Kommt sie dieses Jahr wieder? Die Bucht von Laganas, einer der wichtigsten und größten Nistplätze der Karettschildkröte und einer der beliebtesten Touristenstrände auf Zakynthos. Die Koexistenz von Naturschutz und Tourismus stellt eine große Herausforderung auf der Insel dar.
Jährlich kommen zwischen 1000 und 2000 Weibchen zur Eiablage an die Strände der Laganas-Bucht. Um die Schildkröten zu schützen, gibt es mehrere Maßnahmen und auch Naturschützer, die sich um die Nester kümmern. Aber für eine so bedrohte Tierart reicht der Schutz nicht, findet Biologin Ada. Diese Matte um Nester herum ist von der Naturschutzorganisation gelegt worden, sodass die kleinen Schildkröten, die schlüpfen, nicht Richtung Hotel gehen, wo die Lichter des Hotels sind, sondern Richtung Meer, da natürlicherweise in einem natürlichen Ökosystem das Meer, was die Sterne reflektiert, der hellere Punkt ist, wo sie sich orientieren, um nach Hause zu gehen, was ihr Meer ist und wo sie leben werden. Ada fordert mehr Schutz für die bedrohten Tiere auf Zakynthos. Die Prioritäten sind falsch verteilt. Naturschutz muss vor Tourismus kommen. Um die Karettschildkröte vor dem Aussterben zu bewahren, ist der WWF einen außergewöhnlichen Weg gegangen. Die Naturschutzorganisation hat einen eigenen Strand auf Zakynthos. Für diesen weltweit bedeutendsten Nistplatz ist Charikleia Minotou verantwortlich. Der Sekania-Strand ein außergewöhnliches Beispiel für ernst gemeinten Naturschutz. Er ist für die Menschen rigoros gesperrt. Sekania Beach ist tatsächlich ein einzigartiger Platz auf der Welt. Nirgendwo sonst gibt es so viele Nester auf 550 Metern Strandlänge. Und natürlich ist es auch nicht üblich, dass eine Naturschutzorganisation Besitzer eines Strandes ist. Der Strand wird selbst vom WWF so wenig wie möglich betreten. Er ist mit Kameras ausgestattet, die helfen sollen, potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Charikleias Mitarbeiterin Elektra überwacht den Strand. Ihre Beobachtungen ermöglichen eine Analyse der Populationsentwicklung. Nur eines von 1000 Schildkrötenjungen überlebt. Deshalb ist es eine so bedrohte Art. Die Feinde sind vielfältig. Der Klimawandel, die Meeresverschmutzung, Raubtiere. All das kann dieses kleine Wesen daran hindern, zu überleben und in 25 Jahren zurückzukommen, um genau hier seine Eier abzulegen. Es ist etwas sehr Besonderes für mich, hier zu arbeiten. Es hilft mir, die Welt zu verstehen, in der ich lebe. Und ich will einen Beitrag für diese Welt leisten. Die Lebensentwürfe der Menschen, die sich für Zakynthos als Lebensmittelpunkt entschieden haben, sind so vielfältig wie die Insel selbst. Kim ist vor einigen Jahren aus Nordhessen zu ihrem Freund Nikos nach Zakynthos gezogen. Er ist in der Tourismusbranche tätig, sie ist Influencerin. Und sie teilt ihre Geschichte auf der Insel und ihre ganz persönlichen Herausforderungen mit über 100.000 Followern auf Instagram. Ich kann es mir ohne Griechenland überhaupt nicht mehr vorstellen, weil einfach so die Lebensqualität und der Alltag einfach ganz anders ist. Und das passt besser zu mir, zu meinem Job, zu meiner Persönlichkeit und ja, von daher. Kim nimmt ihre Follower regelmäßig mit auf ihre Erkundungstouren auf Zakynthos. Einer ihrer Lieblingsorte ist Cameo Island, eine kleine vorgelagerte Insel, die man über einen Steg erreichen kann. So, jetzt erwartet uns hier wirklich eine ganz besondere Überraschung, weil der Blick ist einfach gigantisch und man erwartet es auch erst gar nicht. Die romantische Mini-Insel kann man ganz oder auch nur teilweise als Hochzeitslocation mieten. Kim wird als Influencerin und Fotografin häufig von Firmen angefragt. Für Produktfotos sucht sie sich die schönsten Plätze auf Zakynthos aus. Auch solche, die noch nicht so bekannt sind.
Cora Conissi an der Südwestküste der Insel ist für Kim ein magischer Ort. Das Besondere ist natürlich hier so diese Felsformation, ne? Also das hat man sonst auch fast nirgends, habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen. Hier gehen auch viele Leute immer gerne schnorcheln tatsächlich, weil sich das Wasser hier so anbietet. Und ja, ist natürlich nicht überlaufen und echt ein schöner Geheimtipp. Den schönsten Sonnenuntergang der Insel gibt's für Kim auf der Terrasse von Michalis Sunset Tavern hoch über den Klippen von Cambi. Und das gibt's auch auf Zakynthos. Der Autoclub Zakynthos hat einen alten Steinbruch in der Nähe von Lithakia zur Rennstrecke ausgebaut. Es ist sehr laut, riecht nach Gummi und Benzin, ist ein unvergessliches Erlebnis und ein absoluter Insider-Tipp. Es ist vor allem ein Event für die Einheimischen. Wir öffnen den Track jeden Sonntag und man kann hier Driften trainieren. Und wir haben auch jedes Jahr ein nationales Rennen, die griechischen Driftmeisterschaften. Die Teilnehmer kommen aus ganz Griechenland. Aus Athen, von Korfu, Chios, aus der ganzen Ägäis, alle kommen hier auf Zakynthos zusammen. Wer hier zum Zuschauen kommen will, sollte auf jeden Fall Ohrstöpsel dabei haben. Ganz schön laut hier, aber wir lieben es. Die Atmosphäre hier ist fantastisch, die Zuschauer toll, einfach wundervoll. Zakynthos überrascht. Touristisch voll erschlossen und dennoch gibt es diese ganz besonderen Geheimtipps. Im Bergdorf Kiliomeno gibt es ein Restaurant, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Konstantinos Soulis will genau das den Gästen in seinem Restaurant Diafokereiko bieten. Das alte, authentische Zakynthos. Unser Traum ist es, ein Restaurant zu betreiben, was gleichzeitig ein Museum ist. Wir wollen den Menschen hier zeigen, wie die Häuser auf Zakynthos vor dem großen Erdbeben 1953 aussahen. Also das hier ist wahrscheinlich der einzige Platz auf Zakynthos, wo man sehen kann, wie es früher war. Das Erdbeben von 1953 ist allgegenwärtig auf den Ionischen Inseln. Es hat die Menschen, ihr Leben und die Region verändert. Die Misitris-Felsen an der Südwestküste von Zakynthos sind allerdings das Ergebnis von Beben und geologischen Prozessen, die sehr viel länger her sind. Ohne Selfie geht hier keiner weg. Im Foodtruck direkt neben der Aussichtsplattform gibt es den perfekten Drink danach. Barkeeper Dimitris hat das Getränk Azur getauft. Der Drink soll das Blau vom Meer und dem Himmel hier widerspiegeln. Da das ja jeden Tag anders aussieht, ändern wir auch jeden Tag das Blau des Getränks. Also morgen könnte der Drink zum Beispiel viel blauer sein. Das Blau des Ionischen Meeres ist nicht nur eine Farbe. Es ist ein Lebensgefühl. Eine Erinnerung, die man mit sich trägt. Und wahrscheinlich nie vergessen wird.